Einen wunderschönen guten Morgen, Ladies and Gentlemen. Heute ist das Kryptostadt-Team in Frankfurt unterwegs und wir dürfen heute im Deloitte Headquarter zu Gast sein, um einen ganz besonderen Tag zu feiern. Heute ist nicht irgendein Tag, sondern heute ist der 22. Mai 2025. Wenn Bitcoiner oder Krypto-Fans den 22. Mai hören, dann werden die wahrscheinlich schon hellhörig. Ihr wisst, was heute für ein Tag ist. Es ist Bitcoin Pizza Day. Bitcoin Pizza Day ist fast einer der höchsten Feiertage in der Krypto-Community. Und was hat es damit auf sich und was hat Bitcoin mit Pizza zu tun? Ganz einfach. Am 22. Mai 2010 hat der gute Laszlo Hanyecz in den USA Hunger bekommen und hat sich 2 große Käsepizzen kommen lassen. Die hat er aber nicht mit irgendwas bezahlt, sondern das war der erste dokumentierte Kauf mit Bitcoin in der Geschichte. Und der gute Laszlo hat für diese beiden Käsepizzen satte 10.000 Bitcoin bezahlt. Damals waren das 41 $, heute wären das um die 1,1 Milliarden $ für 2 Pizzen. Laszlo hat zwar sehr viel Geld damals ausgegeben gefühlt, aber er ist auch in die Geschichte eingegangen und heute, 15 Jahre später, wird dieser besondere Tag immer noch gefeiert und deswegen sind wir heute hier, um mit vielen anderen zusammen bei Deloitte dieses besondere Ereignis zu feiern. Jetzt geht's los, kommt mit mir rein, let's go! Aus dem TradFi, war jetzt aber zum Schluss ein halbes Jahr in der Blockchain-Branche auch unterwegs bei Bitpanda in Wien. Und dementsprechend so ein bisschen was kann ich da schon, ein bisschen was habe ich auch verstanden. Und jetzt gibt es ja noch ein paar andere sehr interessante Vorträge heute und da möchte ich ganz gerne noch ein bisschen was mitnehmen. Mein Name ist Oliver Nägle. Gehörst du zu den Leuten auch oder wo kommst du her? Ich komme vom Blockchain-Bundesverband, bin Founder und Vorstand vom Blockchain-Bundesverband und bin Vorstand vom Blockchain Helix und ich führe unter anderem den European Public Network, DLT. Okay, cool. Das heißt, du bist jetzt hier von Alireza eingeladen worden? Genau, ich bin mit Alireza seit 2015 im Austausch, insofern haben wir eine lange Historie. Wie viele Pizza Days hast du schon gemacht? Das ist tatsächlich mein erstes Mal, glaube ich, jetzt hier bei Deloitte. Ja, Pizza hat man genug, insofern brauche ich das nicht. Aber in dem Fall jetzt hier in den neuen Räumen bin ich das erste Mal tatsächlich. Vielen Dank nochmal, dass ihr da seid zum Bitcoin Pizza Tag. Passend zum All-Time High, vielleicht habt ihr es mitbekommen, wir stehen irgendwie bei 98.000 €. Vielleicht knacken sie heute sogar die 100.000. Das wär schon bemerkenswert. Wir haben heute etwas Besonderes vorbereitet. Kurz machen wir gleich einen kleinen Vortrag, ein bisschen was Regulatorisches für die Compliance- und Juristen unter euch, die sich dafür interessieren. Aber wir haben vor allem 5 Breakout-Sessions und darauf freue ich mich persönlich, weil wir Use Cases haben. Wir haben, wie gesagt, 5 Gruppen. Jetzt switche ich zum Englisch rüber. We have also Felix here from AMA. Victor apologized, he's in Boston and he had to stay there a little bit longer. But Felix from AMA is here, so this is the first group. Felix will show you the AMA wallet, the AMA custody solution, the AMA crypto payment solution. Oliver von Blockchain Helix ist hier und erzählt euch was zu Identity-Themen. Dann haben wir Block-Size hier. Block-Size haben wir auch eine Besonderheit. Wir haben den Dr. Axel Lode auch hier, der ist schon oben, der wird einen Vortrag machen, den er auch in den Vereinigten Staaten gemacht hat zu Market Data. Und ansonsten wird Block-Size zeigen, was Block-Size mit Market Data alles macht. Und es gibt auch ein paar Goodies, sowohl von Block-Size als auch von Nimiq. Dazu kommen wir auch schon direkt zu Nimiq. Nimiq auch super spannend, was die gemacht haben, aber ich erzähle nicht zu viel, damit ihr noch so ein bisschen schauen könnt und überrascht seid. Und last but not least, Henry de Jong von Quantos ist auch da mit den E-Money-Token. Das heißt, wir haben wirklich kreuz und quer ein paar Themen, die super spannend sind. Ich freue mich, auch vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Und damit springen wir rüber zur kleinen Präsentation, die Jens und ich gemacht haben. Und Jens, übernimm gerne und stell dich noch bitte noch vor und vielleicht noch, was wir so ein bisschen bei uns, bei Deloitte machen. Und dann gehen wir gleich auch zur Präsentation.
Ja, danke dir. Es freut mich auch, dass ihr alle da seid. Also Jens Paulsen, ich darf bei uns das Web3-Geschäft koordinieren über die Businesses, gemeinsam mit unseren Kollegen wie Ali Reza, wie Thomas und ein paar andere werdet ihr auch noch kennenlernen im Laufe des Tages. Und ich finde es eigentlich schön zu sehen, wir hatten das eben ganz kurz schon, wie sich das so verändert hat. Also 2016 sind wir als Firma in dem Space unterwegs und das ist nicht der erste Pizza Day, den wir in der Zeit natürlich haben, aber es professionalisiert sich, es entwickelt sich ganz weiter. Wir sprechen über ganz andere Themen, wir sprechen über wirkliche Marktadaption, da gucken wir ja gleich auch noch rein. Und deswegen freut es mich echt, dass wir hier zusammengekommen sind und ich freue mich auf den Tag und ich freue mich auf die Pizza nachher. Und ich freue mich darauf zu checken, ob wir das All-Time-High nochmal knacken und wirklich die 100.000 überspringen. Let's see. Wir haben noch ein paar Stunden. Ja. So, das sind wir. Bisschen was zur Regulierung, ein bisschen paar Praxisbeispiele, die wir euch zeigen werden. Die Slides könnt ihr nachher bekommen, wenn ihr haben möchtet. Das sind alles Hyperlinks. Ganz interessant, wenn wir uns das mal anschauen. Das erste, was passiert ist, war Dezember 2013. Da hatte die BaFin die erste Publikation rausgegeben. Es war auch die erste Aufsichtsbehörde global, die eine Publikation zur Kryptoregulierung rausgegeben hat. Natürlich zu Bitcoin. Und die BaFin hatte im Dezember 2013 gesagt, nicht in Bitcoin investieren. Es ist sehr riskant, Totalverlust. Ich glaube, damals stand der Bitcoin bei knapp 10 Euro. Nun, fast forward, jetzt sind wir hier und diese Publikation gibt es immer noch. Seitdem hat es aber viel getan. Ihr seht oben auf der Taskline, die FATF hat auch relativ früh, ich glaube Februar 2014, angefangen mit den Recommendations zur Virtual Assets und hat dazu viel geschrieben. Aber finde ich auch sehr interessant, weil das, was die FATF schreibt, hat tatsächlich strategische Auswirkungen, weil das, was die FATF in 2014 geschrieben hat, Vorgaben, dass auch im Bereich Crypto Custody Geldwäscheverpflichtete geben soll und bei Kryptobörsen, das hat sich alles auch so ergeben und auch die einheitliche Definition für Kryptowerte hat sich niedergelegt in der MiCA, die wir jetzt haben. Meinst du jetzt mit den neuen EU-Richtlinien, was wird so am Markt passieren? Ich denke, es ist gut, dass es mehr Klarheit gebracht hat, also dass wir jetzt ein einheitliches Rahmenkonzept haben. Aber wie genau sich das entwickelt, werden wir, glaube ich, erst wahrscheinlich im nächsten Jahr sehen. Es ist mir eine große Freude, dass ihr hier seid. Bitcoin Pizza Tag heute auf dem Nimiq und auf dem Kryptostadt-Track. Ich bin der Max, ich bin einfach mal so frech und duze euch alle, da wir alle im selben Boot sitzen. Ich bin Ecosystem Development Lead beim Nimiq-Projekt. Ich glaube, da wir uns hier im Crypto-Space bewegen, könnt ihr euch alle ein bisschen vorstellen, was Ecosystem Development bedeutet. Ich sorge dafür, dass das, was Nimiq baut, im realen Leben auch verwendet werden kann. Das seit mittlerweile 5,5 Jahren. Freue mich, dass ich seit Anfang des Jahres auch im Stiftungsvorstand bin. Und ja, am allerbesten ist, dass ich heute hier sein darf, um euch ein kleines bisschen zu erzählen, was wir gemeinsam mit Ali Reza und vielen weiteren, die heute hier sind, gemeinsam Verrücktes machen. Zuerst mal ganz kurz Nimiq und NIM. Wer sind wir eigentlich? Wir sind ein sehr tech-fokussiertes Crowdfunding-Projekt. Uns gibt es seit 2017. Wir haben ein Layer 1 Payment-Protokoll und einen eigenen Coin, den NIM-Coin. Das ist kein Token, sondern tatsächlich ein Coin. Alles, was wir machen, ist Open Source, dezentral und wir sind strictly Non-Profit und hauptsächlich auf positiven Social Impact fokussiert. Das ist das, was uns besonders am Herzen liegt. In den 7,5 Jahren, die es nämlich im Moment mittlerweile schon gibt, haben wir 2 originale Blockchains gebaut. Original bedeutet kein Hardfork, kein Copy-Paste, sondern eigene Research, eigenes Design, eigene Implementierung. 2018 war die erste Chain Proof of Work. Im November letzten Jahres ist die nahtlos in unsere Proof of Stake Chain übergegangen, sodass man NIM heute staken kann. Und der ein oder andere, der vielleicht schon mal von NIM gehört hat, kennt uns so aus dem Bereich Browser Nodes. Wir haben 2017 die Node in den Browser gebracht, sodass eben die Nutzer nicht mehr auf irgendeinen Node-Operator angewiesen waren, um ihre Transaktionen dann ans Netzwerk zu leiten, sondern wir haben die Node so klein gemacht, dass sie in jedem Webbrowser, egal ob das auf dem Handy oder Laptop oder Tablet ist, eben entsprechend auch im Browser funktioniert. Finanziert und getragen wird das Ganze von der Nimiq Foundation.
unserer Stiftung, die verwahrt seit heute dieses Crowdfunding-Geld. Wir sind damals 2017 mit 13,6 Millionen Dollar gestartet. 7 Jahre später 30 Teammember aufgestockt, sind davon heute erfreulicherweise noch 15 Millionen Dollar übrig. Wir sind eben ja die quasi Original Crypto Heads und haben seit jeher dieses Stiftungsvermögen in Bitcoin und Ethereum gehalten, was bedeutet, das ist eben über die Zeit mitgewachsen. Nur ganz kurz zur Einordnung, wir sind eines der Projekte mit der lowest Pre-Mine, was bedeutet 88% unserer kompletten Supply von 21 Milliarden ist für die Community reserviert. 5% haben wir damals im Crowdfunding verkauft. Wir haben von Sekunde 0 an im Genesis-Block eine Charity Foundation mit quasi reingepackt. Deswegen dieser Social und Ecological Impact ist für das NIMIC-Projekt von extremer Wichtigkeit. Und darauf sind wir nicht Jahre später gekommen, sondern das ist quasi von der Sekunde 1 bei uns berücksichtigt. Wir haben die NIMIC Foundation, die das Projekt trägt, und nur 2,5% ist damals an die Leute quasi verteilt worden, die in den ersten Jahren eben mitgebaut haben und dazu beigetragen haben, dass NIMIC existiert. Das sind die 30 Kollegen, großer Teil sitzt in Costa Rica. Da ist das Projekt eben 2017 von 3 Deutschen gegründet worden. Ich habe viele kostarikanische Kollegen. 30% roundabout sitzen dann nochmal hier in Deutschland, einfach historisch gewachsen, und 20% sind über Europa und die Welt verteilt. In it for Impact, das ist, ich kann es nicht oft genug betonen, bis es langweilig wird. Wir sind, glaube ich, als Team und Projekt ein kleines bisschen a different kind of animal. Wir sind seit Sekunde 1, die wir existieren, laser fokussiert darauf, diese Original Vision von Satoshi Nakamoto, Self-Custodial, Peer-to-Peer, Electronic Cash, umzusetzen und lebendig zu machen. Auf der einen Seite Technologie zu bauen, die eben es erlaubt, eine Infrastruktur zu schaffen, dass das auch skalierbar funktioniert. Und auf der anderen Seite haben wir unser Leben lang an nichts anderem gearbeitet als diesen Payment Case. Man mag uns jetzt durchaus für verrückt halten, das sind wir gewohnt. Aber es gibt auch ein paar Leute, wie zum Beispiel Sisi von Binance, der uns in unserer Richtung zumindest bestärkt, ja, wenn man es hier sieht, unpopular opinion. In crypto, too much money is spent chasing small, quick gains, focus on ethical teams that build for the long term. Oder hier der gute Jeffrey, einer der Co-Creator von Ethereum, sagt auch, Crypto was supposed to break the old system. It's become a new arena for old games. We came for freedom, we stayed for speculation. It's time to remember why it all started. Das schlägt voll und ganz in unsere Kerbe. Wir haben seit Sekunde 1 nie vergessen, warum wir hier sind, warum wir machen, was wir machen. Und wir lassen uns davon einfach auch nicht aus der Ruhe bringen. With the organization of the Bitcoin Pizza Day, I think that Deloitte states clear that they are open for innovations in the financial industry and that they can help financial institutions with meeting the requirements from regulators. Solche Veranstaltungen sind so wichtig, weil vor allem in so einer Zeit, dass Krypto sehr heiß auf dem Markt ist, damit wir solche Veranstaltungen haben und mehr über das Thema reden, weil ich glaube, in den letzten Jahren Deutschland war nicht so aktiv in diesem Bereich. Sie waren ein bisschen zurückhaltend, sie waren ein bisschen einfach im Vergleich zu den anderen Ländern wie den USA, wir waren nicht so aktiv. Aber ich freue mich, dass ich jetzt sowas hier auch in Deutschland sehe, dass die Kanzleien, auch die Unternehmen mehr aktiv sind in diesem Bereich. Sie organisieren solche Veranstaltungen und ich glaube, das ist auch wichtig für die Gesellschaft in diesem Land. Ja, ich habe eine Präsentation über Marktdatenqualität gemacht. Okay. Wie ist es gelaufen? Wie war das Feedback von der Audience? Im Vergleich zu den Präsentationen, die ich sonst so gegeben habe, war das sehr interaktiv. Also wir haben richtig Zeit, uns über die Materie zu unterhalten und tief reinzugehen, Fragen aufzuklären und so. Das heißt, wie interpretierst du das, dass Deloitte jetzt diesen Pizza Day ausrichtet? Was ist das für ein Statement von denen? Was denkst du? Ja, ich finde das gut. Ich würde es interpretieren als das Bedürfnis von vielen Unternehmen und sagen wir mal Playern in der traditionellen Welt, sich mit dem Thema Blockchain-Technologie, Kryptowährung
und was dahinter steckt, auseinanderzusetzen. Ne? Wir sind gar nicht so off. Ja? Alle, die heute hier sind, beweisen das. Vor 2 Tagen, wer hat es schon gesehen? Wahrscheinlich der ein oder andere. Bitkom, Deutschlands wichtigster Digitalverband, europäischer Think Tank. 1/4 der Deutschen ist offen für Kryptowährungen. 30- bis 49-Jährige werden sogar fast 1/3, die kaufen wollen. Und 6% davon wollen auch damit bezahlen. Wir haben jetzt im ersten Schritt mal Nimiq Pay als Plattform genutzt und docken daran jetzt quasi traditionelle Bezahlkanäle an. Unser Partner ist nach wie vor Naka. Naka hat ein Self-Custodial Payment Scheme gebaut. Die waren lange Zeit jetzt hier in Europa aktiv, sind dann von Tether aufgekauft worden und somit jetzt aus Europa verschwunden, sind aber in El Salvador und in der Schweiz nach wie vor sehr stark und deswegen nach wie vor ein sehr wichtiger Partner von uns. Aber sicherlich die wichtigste Partnerschaft ist die mit Bluecode. Bluecode hat Verbindungen ins Alipay-Netzwerk und ins Discover Global-Netzwerk, die wiederum weitere Kreditkartennetzwerke befeuern. Und somit bekommen wir jetzt für Self-Custodial Crypto Payments demnächst, in den nächsten Wochen, Monaten, eine Akzeptanz von 160 Millionen Merchants weltweit. Was bedeutet, die Leute, die Krypto haben und die es auch benutzen wollen oder die es mal ausprobieren wollen, bekommen jetzt zum allerersten Mal die Möglichkeit, tatsächlich eine nutzbare Infrastruktur vorzufinden, wo sie das auch machen können. But even if we would have to do it, like Tim, you already spoke about this, guys. You find out. Yeah, if Felix will send you the procedures. I'll have to do one thing. Ihr beiden, es tut mir super leid, aber wir müssen jetzt ein kleines bisschen Business besprechen. Deswegen muss ich euch leider bitten, kurz draußen zu warten. Alireza, Bitcoin-Pizzatag 2025. Erstmal ganz vielen herzlichen Dank für die Einladung. Also von unserer Seite kann ich sagen, wir haben ganz viele tolle Gespräche gehabt heute. Wir haben viele coole Leute kennengelernt. Du hast das Ganze ja hier initiiert. Was ist dein Eindruck? Bist du auch zufrieden mit dem Event? Ja, Max, erstmal vielen Dank, dass ihr dabei wart und seid. Ich bin zufrieden, natürlich. Wir haben heute viele Ereignisse, die ganz toll sind. Wir haben zum einen den All-Time-High bei Bitcoin. Zudem haben wir nicht nur den Bitcoin-Pizzatag, sondern auch Jubiläum. Wir haben 15-Jähriges. Cool. Und ich dachte mir vorher, okay, ich wusste natürlich nicht, dass wir heute den All-Time-High haben werden. Perfekt. Ich dachte mir nur, okay, ein gutes Timing, weil wir haben das 15-jährige Jubiläum. Und was gäbe es besser als diese Idee, die Bitcoin hat, wirklich mal zu zeigen, dass Instrumente, also Payment-Instrumente, Crypto-Payment-Instrumente auf der Blockchain DLT in der Realwirtschaft, in Real Life genutzt werden können, dass wir das heute einmal zeigen können anhand von 5 Use Cases, wo ihr auch dabei wart als ein Use Case. Und das war für mich schon ideal, der Anlass, zu sagen, wir feiern einmal das Jubiläum mit Pizza und guten Gesprächen, aber zeigen auch 15 Jahre nach dem Bitcoin-Pizzatag haben wir wirklich Use Cases und von Crypto-Payment bis hin zu Market Data und so weiter. Das hat, glaube ich, gut geklappt. Ja, richtig cool, dass heute das neue All-Time-High quasi noch dazugekommen ist, war natürlich extra. Gab es eigentlich zwischen Intraday nochmal ein High? Hast du das mitbekommen? Ich habe auch jetzt vor lauter Gesprächen nicht mehr den Kurs angeschaut. Es gab tatsächlich, gestern gab es ein All-Time-High und heute gab es wieder ein All-Time-High. Oh, krass. Also cool. noch höher als gestern natürlich, ja, das ist aber All-Time-High. Von daher, wie gesagt, das Timing ist wirklich ideal und ja, und das passt super. Ja. Cool. Super. Freut mich auf jeden Fall. Ja. Ich hoffe, dass es auch nächstes Jahr wieder einen Bitcoin Pizza Day geben wird. Alireza, wir kennen uns jetzt ja schon eine ganze Weile, auch wenn man es nicht glauben mag, aber die Millionen Mal, die wir schon telefoniert haben und Calls hatten, aber wir sitzen uns heute tatsächlich zum ersten Mal live gegenüber. So verrückt ist es manchmal in der Businesswelt, ja, der Moderne, um es mal so zu sagen. Alireza, du begleitest uns jetzt ja mit Nimiq und mit unseren Payment-Projekten schon einige Jahre und ich versuche unserer Community eigentlich ja fast tagtäglich nahezubringen und um Verständnis zu werben, warum gewisse Dinge so lange dauern. Ich glaube, mittlerweile ist schon bekannt, dass es eben einfach regulatorische Gegebenheiten gibt, die erfüllt werden müssen, wenn man eben so ein
Payment-Produkt, wie wir es jetzt quasi anbieten wollen mit unseren Partnern, wenn man das launchen möchte. Aber ich glaube, es wäre ganz interessant, vielleicht auch nochmal aus deiner Perspektive, ja, aus deiner fachlichen Perspektive, der du auf der anderen Seite sitzt, wie würdest du jemandem quasi erklären, der einfach nicht weiß, wie schwierig das ist, was wir hier eigentlich machen? Wie würdest du erklären, was da so die Stolpersteine sind, um die wir jetzt herumschiffen mussten? Ja. Wie du sagst, wir kennen uns schon seit einigen Jahren. Ich glaube, im Corona-Lockdown haben wir uns kennengelernt, deshalb sehen wir uns heute zum ersten Mal physisch. Und während dem Corona-Lockdown haben es ja die meisten noch gemerkt, warum kontaktloses Bezahlen so wichtig ist. Ja? Stimmt. Und was ihr eingeführt habt, ist für die Kryptonativen eigentlich ganz einfach zu verstehen. Wir zahlen mit Krypto, der Urgedanke des Bitcoin. Aber für die Realwirtschaft, also für Geschäfte, für den Merchant, ist es komplex. Also es fängt ja schon damit an, dass Geschäfte nicht Bitcoin auf der Bilanz und steuerlich haben möchten. Sie möchten einfach bezahlt werden. Sie möchten ihr Fiat bekommen, das nach Möglichkeit direkt und ohne hohen Gebühren. Der User, der Kunde möchte zahlen, er möchte seine Kryptowährung, die er hat, auch nutzen, ja, wirklich einsetzen. Und das Problem ist halt, diese beiden Welten zusammenzubringen. Den Merchant, der sein Fiat haben möchte auf seinem Bankaccount, und der Kunde, der mit Krypto bezahlen will. Und was die meisten nicht verstehen, da steckt vieles dahinter. Dahinter steckt zum Beispiel, dass man einen Market Maker oder einen Eigenhändler dazwischen schaltet, der die Kryptowerte annimmt, diese in Fiat tauscht und diese dann dem Merchant gibt. Diese darf er allerdings nicht direkt überweisen oder transferieren. Das wäre ja ein erlaubnispflichtiges Geschäft, also ein Zahlungsgeschäft. Und dafür brauchen wir wiederum einen Zahlungsdienste-Provider. Das heißt, wir müssen verschiedene Leute zusammenbringen, die auf der einen Seite reguliert sind und das machen dürfen, damit wir am Ende des Tages wirklich den Kunden und den Händler zusammenbringen. Und das ist nicht so einfach, weil es dann auch viele gibt, die dann nur gesundes Halbwissen haben, was leider nicht immer passt und stimmt, wie zum Beispiel, dass Kryptowährungen immer für Geldwäsche genutzt werden. Das heißt, hohe Geldwäscherisiken. Muss man jetzt KYC, muss man AML machen? Wie macht man das? Macht man ein Videoident? Macht man ein Postident? Reicht ein Autoident? Was in Österreich mit Autoident geht in Deutschland nicht. Wir haben die Schweiz, was nicht im EWR ist, also nicht im europäischen Wirtschaftsraum. Das heißt, in der Schweiz haben wir ein ganz anderes Umfeld an zivil- und regulatorischen Vorgaben. Ja? Und das ist halt das Besondere daran. Das ist komplex, aber ich würde mal behaupten, wenn du vor 20 Jahren versucht hast, eine Kreditkartenzahlung durchzuführen, da war es genauso komplex. Wir bewegen uns dahin, und was die meisten nicht verstehen, die Kryptowelt bewegt sich sehr schnell, und das Regulatorische, das folgt nur sehr langsam. Wir haben erst seit kurzem in Europa ein europäisches Aufsichtsregime, was Kryptowerte versteht und sagt, so muss es gemacht werden. Und so langsam müssen sich die Marktteilnehmer, die Player, auch dahin bewegen. Und deshalb dauert es ein bisschen länger, aber ich sehe dem Ganzen sehr optimistisch entgegen. Danke natürlich für deine Erklärung. Was gefühlt von unserer Seite gab es eben jetzt so eine Art Oligopol. Es gab wenige Anbieter, die waren eben die ersten, die waren dann entsprechend ready. Die sind natürlich dann entsprechend auch ausgelastet. Ne? Wir haben gewisse deutsche Dienstleister, die dann mit amerikanischen Börsen zusammenarbeiten. Und da ist natürlich klar, dass deren Business-Pipeline entsprechend voll ist. Und es gab einfach gefühlt von unserer Seite lange auch diese Entities, diese Firmen, die diese Rollen, von denen du gerade gesprochen hast, die erfüllen, die gab es in der Form auch einfach erstens viel zu wenig, oder es gab nicht die dieses spezielle Set an Erlaubnissen hatten, um das eigentlich zu machen. Manchmal wird uns, ich will nicht sagen vorgeworfen, ein bisschen schon, nach dem Motto, es sieht nach außen hin oft so aus, als ob es das alles gibt, und es macht doch eigentlich jeder, aber wenn man dann hinter den Kulissen ist und dann eigentlich weiß, was man benötigt, und dann kommen auch Leute wie du, die dann sagen, nee, wir arbeiten eigentlich gerade mit jetzt Unternehmen daran, die Speerspitze dieser Bewegung sind, ja, dass die jetzt das bekommen, das man damit machen kann, hat mich ja beruhigt, weil wir immer noch quasi an der absoluten Speerspitze agieren und mit zu den Ersten gehören. Und ich glaube, habe zumindest das Gefühl, dass jetzt die MiCA-Regulierung, dieser europäische Rahmen, der jetzt kommt, dass da zumindest jetzt dieser Markt ein kleines bisschen belebt wird, dass es eben mehrere Anbieter, die die Erlaubnis haben, diese Geschäfte durchzuführen, gibt, sodass sich dieser Backlog an Projekten auch ein bisschen besser verteilt. Glaubst du auch, dass das so kommen wird, dass also quasi jetzt mehr Player auf den Markt kommen, die dann auch ein bisschen das abfedern können, dass mehr Projekte auch kommen? Und was denkst du, ist dein Ausblick so generell Krypto in Deutschland, vielleicht Deutschland, Österreich, Schweiz für die nächsten 2-3 Jahre? Was glaubst du, wie die Geschichte weitergeht? Ja, genau. Was man verstehen muss, ist, dass wir in Europa oder in Deutschland jetzt zum ersten Mal eine einheitliche Regulierung haben. Das heißt, bis
Anfang dieses Jahres war es so, dass wir in Europa, wir haben Österreich eine Regulierung gehabt, die war anders als in Deutschland. Wir hatten Luxemburg oder wir hatten Litauen oder Lettland, da waren die Regularien anders. Also zum Beispiel war es außerhalb von Deutschland so, dass man nur registriert sein musste als Geldwäscheverpflichteter, also AML registriert und durfte dann die Geschäfte anbieten. In Deutschland braucht man eine Lizenz, eine Erlaubnis für die Kryptoverwahrung zum Beispiel oder für den Eigenhandel. Das wird jetzt komplett harmonisiert in Europa und deshalb, das was du gesagt hast, so schön, der Markt, der harmonisiert sich. Ja? Wir haben harmonisierte Regulierung, der Markt harmonisiert sich. Das heißt, Player, die damals vielleicht aktiv waren, die jetzt nicht mehr aktiv sind, weil sie es nicht mehr dürfen seit Anfang dieses Jahres, die gehen so langsam aus dem Markt raus. Wir sehen schon die ersten großen Player, die sagen, wir gehen aus Europa raus, wir gehen nach El Salvador oder zum Beispiel nach Lugano in die Schweiz, weil dort gilt die Mika nicht. Aber im europäischen Wirtschaftsraum haben wir eine einheitliche Regulierung. Und was ich glaube, und nicht nur glaube, ich sehe es schon jetzt, ist, dass wir mehr und mehr Player im Markt haben, die sich dann auch an diese neue Regulierung Mika halten, die sich diesen Regeln unterwerfen und die dann auch Geschäft machen. Das heißt, es kommen mehr und mehr Crypto-Payment-Service-Provider im Markt, sei es jetzt mit Cryptocurrencies oder Coins, so wie Nimiq, oder mit Stablecoins und anderen Krypto-Zahlungsinstrumenten. Aber das kommt jetzt und es kommt relativ schnell, weil es gibt so eine Übergangsregelung, eine sogenannte Grandfathering, die hört in Deutschland zum Ende des Jahres auf, hört aber in allen Ländern spätestens Mitte nächsten Jahres auf. Und ich glaube, dass was wir jetzt beobachten können, ist, dass zwischen jetzt bis Juni nächsten Jahres sich ganz viele Marktteilnehmer etablieren werden, die Crypto-Payment machen, die komplette Struktur, die komplette Kette an, was man alles braucht, anbieten werden. Und es wird dann nach meinem Dafürhalten Q1, spätestens Q2 nächsten Jahres feste Marktplayer haben im Crypto-Payment-Bereich. Super, super spannend und für alles, was wir planen, ist es eigentlich eine ziemlich gute Timeline, weil es bedeuten würde, wir sind immer noch die Ersten, woran wir so viele Jahre lang gearbeitet haben. Alireza, vielen lieben Dank, es hat mir mega Spaß gemacht heute, hat mich auch sehr gefreut, dich persönlich kennenzulernen, endlich. Auf den nächsten Bitcoin-Pizzatag und ganz vielen lieben Dank, dass du dir noch die Zeit genommen hast, uns hier ein kleines bisschen Insights gegeben hast in dieses mega, mega spannende Thema Regulierung, was uns ab und an das Leben auch ein bisschen schwer gemacht hat auf meiner Seite. Sehr gerne, Max. Danke fürs Kommen. Danke, Alireza. Bis dann. Cool. So, Ladies and Gentlemen, das war er, der Bitcoin Pizza Day 2025 bei Deloitte. Aus unserer Perspektive war es ein sehr cooles Event. Wir haben sehr viele interessante Gespräche gehabt und wir haben auch ziemlich viel gelernt heute mal wieder. Jetzt machen wir uns auf den Rückweg und beim nächsten Mal sind wir dann wieder in Mannheim und wir dürfen den Mannheimer Philharmonikern bei der Vorbereitung ihres Jahresabschlusskonzerts über die Schulter schauen. Dort kann man nämlich mittlerweile auch an der Abendkasse mit Krypto bezahlen. Das werden wir natürlich tun. Und jetzt machen wir uns mal auf die Heimreise und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!